Hey liebe Zuschauer, heute stelle ich euch mal wieder einen Rucksack vor. Diesmal ein bisschen was Größeres, und zwar habe ich hier von Eberle-Stock den V90 Battleship. Der ist mit 100 Litern ein bisschen größer und den nutze ich momentan für längere Touren. Und ich würde sagen, den schauen wir uns jetzt mal im Video an. Also viel Spaß! Der V90 Battleship von Eberle-Stock ist mit seiner Größe von 91 x 36 x 29 cm und einem Volumen von 100 Litern ein echter Riese unter den Rucksäcken. Und auch das Leergewicht von 4 Kilo ist recht ordentlich. Allerdings muss man hier auch die robuste Verarbeitung mit PU-beschichtetem 420D Nylon Ripstop Gewebe, dicken Nähten und den Einsatz von Molle berücksichtigen. Und da sind 4 Kilo gar nicht mal so schlecht. Bevor wir uns die Taschen und Fächer ansehen, haken wir noch schnell das Molle ab. Hier habt ihr das neuere, leichtere Molle unten am Boden, vorne auf dem Bodenfach, auf der Frontlasche sowie auf dem Deckelfach und am Hüftgurt. Hier allerdings in der breiteren, schweren Ausführung. Im Bodenbereich dienen die Schlaufen auch zur Führung der Kompressionsriemen und zur Trennung, falls ihr eine Unterlage anbringen wollt oder ähnliches. Ach ja, und wenn wir uns schon gerade den Boden ansehen, hierfür birgt sich auch das integrierte Raincover, das über einen Dreisteg befestigt ist. Leider ohne Schnellverschluss. Jetzt aber mal zu den Taschen. Hier gibt es an den Seiten unten zwei Einschubfächer mit Kordelzug zum Fixieren. Hier ist genug Platz, um jeweils eine Nalgene-Flasche und zusätzlich noch ein Stativ oder einen kleinen Kochtopf pro Seite einzuspannen. Schneeschuhe passen hier sogar auch rein. Darüber habt ihr auf jeder Seite große Netzfächer, um zum Beispiel Essen zu verstauen, feuchte Bekleidung oder den Nässeschutz für schnellen Zugriff. Auch hier wieder Kordelzüge zum Schließen bzw. Fixieren. Außerdem gibt es auf jeder Seite oberhalb der Seitenfächer Kompressions- bzw. Befestigungsriemen mit Schnellverschluss, über die ihr Stative, Angeln, Langwaffen, Trackingstöcke oder aber auch längere Kameraobjektive verzurren könnt. Gut finde ich hier, dass sich die Riemen durch die vertikal verlaufenden Schlaufen nochmal besser aufteilen lassen. Wenn man mehrere Gegenstände seitlich befestigt, wie zum Beispiel die Kamera plus Stativ, und trotzdem noch die Trackingstöcke mitnehmen möchte, so kann man noch die Extraschlaufen über dem Riemen verwenden und die Stöcke über die Schlaufen links und rechts am Bodenfach einhängen. Hinter den Netztaschen gibt es noch Platz für Trinkblasen oder ähnliches. Von der Länge her gehen sie bis zum unteren Kompressionsriemen. Hier passen dann die üblichen Trinkblasen rein und zum Befestigen gibt es auch noch einen kleinen Karabinerhaken im Inneren. Zum Anhängen weiterer Gegenstände oder zum Durchführen des Trinkschlauchs gibt es auch noch einen D-Ring auf jeder Seite. Weiter oben ein großes Deckel-Reißverschlussfach mit ordentlich Stauraum. Hier kommt mein Wasserfilterset rein, Elektroniksachen wie Akkus und Kabel oder andere Dinge, an die ich schnell gelangen möchte. Als Größenvorstellung, es passen locker 3 Nalgene-Flaschen hinein. Innenliegend hat das Deckelfach auch noch ein flaches, großes Reißverschlussfach für Müllbeutel, Karten oder sonstiges. Obendrauf gibt es wieder Packriemen mit Schnellverschluss zum Festschnallen von Ausrüstung. Hier stört mich manchmal, dass die Schnallen über den Reißverschluss laufen, allerdings nehmen sie so auch die Belastung vom Reißverschluss bei Beladung des Deckelfachs. Mit den Riemen dahinter könnt ihr das Deckelfach in der Höhe verstellen, also niedrig bei normaler Beladung und hoch, wenn ihr etwas mehr Platz braucht. Das Deckelfach ist übrigens nicht abnehmbar und kann also nicht als kleines Daypack genutzt werden, wie zum Beispiel beim Skycrane. Hier hinten sieht man übrigens auch die 3 Durchführungen mit Klettlasche für Trinkblasen, Solarpanelverkabelung oder Antennen. Tragegriffe gibt es oben sowie links und rechts an der Rückenplatte. Die Griffe sind übrigens so robust verarbeitet, dass man die Rückenpartie im Notfall auch als kleine Trage nutzen kann. Das Tragesystem ist Eberle-Stock typisch gut gepolstert und bietet sehr guten Tragekomfort. Im Schulterbereich 2 gut gepolsterte Pads und dazwischen eine Belüftungsaussparung mit gummiertem Netzgewebe. Die Schultergurte bieten, wie man das von Eberle-Stock kennt, eine gute Polsterung, ohne dabei zu dick aufzutragen. Ein elastischer und verstellbarer Brustgurt, D-Ringe links und rechts sowie die Eberle-Stock-Schlaufen sind natürlich auch mit dabei. Am Ende des Riemens gibt es außerdem noch Daumenschlaufen. Hinter dem Kopf gibt es noch die Lastenkontrollriemen, mit denen sich die Last gerade bei höheren Aufbauten näher zum Kopf ziehen lässt. Mit den 3 Stegen darunter kann der Winkel der Gurte zum Rucksack etwas angepasst werden. Das sollte besonders beachtet werden, wenn man die Höhe des Tragesystems verstellt hat.
Apropos Verstellen, hier kommt wieder ein Leitersystem mit Klettverschluss zum Einsatz. Zu beachten ist hier aber, dass es nicht mal eben schnell verstellt werden kann wie bei anderen Rucksäcken, sondern die beiden Aluminiumstangen dafür entfernt werden müssen, um eine Stufe hoch oder runter gehen zu können. Der Hüftgurt ist im Gegensatz zu den kleineren Modellen hier natürlich etwas größer und stärker gepolstert. So trägt sich der Rucksack auch bei voller Beladung noch relativ angenehm auf den Hüften. Dazu aber später mehr im Fazit. Verschlossen wird der Hüftgurt via Schnellverschluss und kann dann entweder nach vorne oder nach hinten festgezogen werden. Das Molle nutze ich hier für 2 Smog-Taschen, sehr praktisch für die Wasserflasche, wenn man ohne Trinkblase unterwegs ist oder auch für anderen Kleinkram. An den Seiten gibt es noch 2 Kontrollriemen, die eine Verbindung zu den Seiten der Rückenplatte herstellen und die Beladung stabilisieren. Kommen wir jetzt aber zu den Fächern. Das Bodenfach ist sehr groß und nimmt einiges an Ausrüstung auf. Den Schlafsack, die aufblasbare Isomatte, wenn man sie nicht außen befestigen will, und Inlays sind kein Problem. Wer möchte, kann Boden und Hauptfach auch verbinden, indem er die Trennung per Kordelzug öffnet. Durch den 2-Wege-Reißverschluss kann das Fach einfach und schnell geöffnet werden. Der am Rand verlaufende Gummizug hält alles etwas zusammen, sodass beim Öffnen nicht alles sofort rausfällt. Weiter mit dem Hauptfach. Hier ist wirklich jede Menge Platz, um Ausrüstung für mehrere Tage unterzubringen. Das Ganze kann entweder über die Front erreicht werden oder aber auch als Toploader von oben. Hier im Loadout gezeigt ein Tipi, mehrere Gaskartuschen, Unterwäsche, Tracking Meals, Woolpower, Handschuhe, eine Axt, eine Zeltstange, Wechselbekleidung, ein Falthocker, weiteres Essen und Snacks, weitere Woolpower, eine Kälteschutzhose und eine Daunenjacke. Der große Schneefang am oberen Eingang erweitert das Hauptfach bei Bedarf und mit den beiden Kordelzügen wird das Ganze etwas fixiert und verschlossen. Die Kordelzüge besitzen zwar keine Ösen, laufen aber durch die großzügigen Kanäle einwandfrei und ohne zu verhaken. Im Hauptfach finden wir noch 2 Seitentaschen mit Gummizug, um die Ausrüstung etwas zu organisieren oder um Trinkflaschen im Inneren zu lagern. In der Mitte eine große gummierte Netzlasche, mit der zum Beispiel ein Laptop, das Funkgerät oder eine große Powerbank fixiert werden kann. Der Packriemen dahinter fixiert das Ganze etwas. Bevor wir zum Fazit kommen, nochmal ein bisschen was zur Verarbeitungsqualität. Die Nähte sind alle einwandfrei verarbeitet und an den Belastungspunkten verstärkt. Die Materialien sind gut gewählt, so ist der Boden mit starkem und robustem Cordura-Gewebe ausgestattet und der Rest in dem relativ leichten, aber dennoch robusten 720D Gewebe. Die typischen Eberle-Stock Zipperpuls und Duraflex-Schnallen sind natürlich auch mit dabei. Kommen wir jetzt zum Fazit. Ja, liebe Zuschauer, das war der V90 von Eberle-Stock. Mir gefällt der Rucksack sehr gut. Ein guter 100 Liter Rucksack für den Winter. Man hat jede Menge Platz und schwere Lasten lassen sich relativ angenehm tragen. Natürlich kann das Tragesystem nicht zaubern und auch hier wird es mit der Zeit ein bisschen drückend. Das Design und die Verarbeitungsqualität fand ich auch sehr gut, auch wenn das Tragesystem ein bisschen fummelig zu verstellen war, aber das macht man ja meistens nur 1- bis 2 Mal. Das leichte Molle fand ich auch in Ordnung. Ich persönlich nutze es nicht für Taschen, aber man kann es noch mit Shockcord oder Expander nutzen. Gut gefallen hat mir auch, dass hinter dem Kopf nur Stoff verarbeitet worden ist. So drückt nichts beim nach oben schauen oder bergauflaufen. Bei den negativen Punkten habe ich das Meshgewebe am Hüftgurt. Hier könnte meiner Meinung nach ein flacheres, weniger offenporiges Material verarbeitet werden, damit sich einfach weniger Dreck und Schnee darin festsetzt. Dann noch die unteren Seitentaschen, die könnten ein bisschen größer sein, damit sich der Inhalt vom Bodenfach und den Seitentaschen nicht immer den Raum wegnimmt. Also man muss immer ein bisschen stopfen. Gut, das war's auch schon wieder. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schaut mal bei mir bei Instagram und Facebook vorbei. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt es unten in die Kommentare. Also macht's gut.